steig ein, wir fahren los. Mit Viola und Uwe wird's famos. Die Welt entdecken, Freiheit pur. WOMO Reisen, unser Abenteuertour. Komm, steig ein, wir fahren los. Mit Viola und Uwe wird's famos. Die Welt entdecken, Freiheit pur. WOMO Reisen, unser Abenteuertour. Komm, steig ein, wir fahren los mit Viola. Willkommen zu einem besonderen Campingtest. Heute geht es nicht einfach nur, ob ein Camper schön aussieht oder wie viele Schränke er hat, sondern heute geht es um eine echte Entscheidung. Toni und Lia sind ja grundsätzlich Camping erfahren, denn die hatten einen Anhänger gehabt. Den Anhänger haben sie gekauft. Die wissen, wie ein Stellplatz, Aufbau, Parken und so weiter, wie das funktioniert. Jedoch wollen sie umsteigen auf einen Camper. Deswegen haben wir hier einen Camper für die zwei organisiert. Wir werden die 3 Tage begleiten und die restlichen 5 Tage sind die 2 im Camper alleine. Und da werden wir mal schauen, die zurecht. Das ist relativ neu. Camper, Wohnmobil, tauglich. Ihr seid ja einen Wohnwagen gewöhnt. Genau. Warum habt ihr einen Wohnwagen abgegeben? Ja, ich sag mal, das ganze Zusammenpacken immer. Ein Wohnwagen ist halt was, wo du dich 14 Tage lang hinstellen kannst. Den Urlaub auch dort machen kannst an demselben Ort. Aber wir wollen halt gerne mal 2 Tage dort sein, 3 Tage dort sein, 4 Tage dort sein. Und da lohnt sich dann meiner Meinung nach vielleicht eher so ein Kastenwagen oder ein Camper allgemein. Und jetzt wollen wir einfach mal gucken, ob die Größe auch im Ausmaße für uns zureichend ist. Seid jetzt grundsätzlich der Meinung, dass das Anhängen und ihr fahrt immer auf einen Platz, packt dann auf und alles und dann spontan jetzt mal sagt, wir wollen mal losfahren, wir wollen jetzt mal auf Tour gehen, solche Sachen. Genau, und das kann man halt auch mal übers Wochenende machen. Ne? Für ein Wochenende 2 Tage, da lohnt es sich halt nicht, einen Wohnwagen erst ranzulegen, den voll zu packen, mal aufzufüllen. Und das hat man dann vielleicht mit einem Camper eher mal. Deswegen haben wir hier jetzt von Roadsurfer einen Camper gemietet. Vielen Dank nochmal an Roadsurfer für die Unterstützung, für das Video hier. Und wir begleiten die 2. Erfahren sind sie mit dem Camper, wie kommen sie zurecht mit dem Camper. Ist gleichzusetzen mit einem Anhänger, mit einem Gespann. Kann man sehen. Wir begleiten die 2. Wir sind wie gesagt 3 Tage dabei. Die restlichen 4, 5 Tage sind die 2 allein. Wir geben auf jeden Fall den 2 die Kamera mit. Da werden sie uns mal bei Aufnahmen machen. Lasst euch überraschen in dem Video. Seid gespannt. Viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns bis gleich. Mit der Checkliste, wie wir das hier sehen, ist die Übernahme von dem Reisemobil bei Roadsurfer relativ schnell erledigt. Mal unseren finalen Check. So, Toni macht jetzt den finalen Check von dem Reisemobil und das ist ganz wichtig, wenn ihr so ein Reisemobil übernehmt, ob alles in Ordnung ist. Besteck und sowas scheint jetzt nicht drin zu sein, das muss man mit dazu nehmen. Tassen, Töpfe, Teller anscheinend auch. Das Gas angestellt wird. So, jetzt müssen wir erstmal das Gas hinten aufdrehen. Drehen wir einmal auf. Die sind voll. Genau, da haben wir einmal für die Heizung und einmal fürs Kochen. Dann können wir das einmal probieren. Jetzt hört man noch was? Ja, es funktioniert. Wunderbar. Hier haben wir nämlich drin Besteck, Tassen. Das sind schöne Betten. Allerdings, alles mit Also Roadsurfer. die finde ich jetzt mal cool. Liebe Wohnmobilfreunde, das sind richtig schöne Camper-Kaffeetassen. Die Vollzähligkeit von dem Equipment, was hier mit dabei sein soll. 3 Töpfe. Okay. Oh, das ist cool. Also das haben wir jetzt alles durchgeschaut. Hier ist eine Kehrschaufel, genau, hier das haben wir hast das du auch gesehen. Dosen. Was ist dahinter? Das sind die Opferkeller. Das sind, oh, die waren versteckt, ne? Für die Toilette.
Also ihr habt es jetzt gesehen anhand von der Liste, sind wir jetzt den kompletten Check durchgegangen. Genau, dann gehen wir außen weiter mit Fahrradträger. Das haben wir ja gesehen, dass der vorhanden ist. Toni prüft jetzt alle Fenster, die Jalousien, das ist ganz wichtig, ob die ganz sind, ob irgendwo eingerissen ist, das Fliegengitter. Genau, schauen wir mal. Früh hier. Ja, das wird richtig schön. In Seenähe. Alles Ist ja noch ein schicki. relativ neues Fahrzeug, würde Ja. ich sagen. Er hat schon die neue Front von Fiat vorne dran. Pass mal auf, ja. Das müsste. Und die Jalousien auch, zweite Fenster, genau. Die neuen Fenster. Sieht doch ganz aus. Sogar ein Head-Up-Display hier. Wie du auch drin hast bei dir. Also Toni prüft auf jeden Fall jetzt nochmal die Markisen und die Jalousien vorn. Wie er schon richtig gesagt hat, die sind ja auch sehr empfindlich. 24.000 Kilometer hast du runter. Tank ist voll. Welche Sprache ist das? Die Sitze probieren. Pilotensitze. Das hier könnte man auch noch ausklappen. Jetzt. Hat sich hier drunter versteckt, der Hebel. Und da kann man nämlich noch den Tisch ein bisschen vergrößern. Der Tisch ist auch, hat hier einen Kratzer. Sieht gut aus. Die Polster sind auch alle ganz. Super. Schauen wir noch mal die So. Heizung an. Toni macht jetzt nochmal die Heizung an. Müssen wir dann mal einstellen. Neue Truma-Ding. Ja. So, jetzt macht sie was. Jetzt testen wir doch mal die Heizung, ob die funktioniert. Kühlschrank. Kühlschrank ist auch ganz wichtig, hast du recht. Jetzt schaut sich Toni bestehende Schäden an am Fahrzeug, die in der App aufgelistet sind. Genau. Heizung läuft. Heizung läuft, Fenster keine Kratzer. Die Türen. Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Geht's nach vorne weiter. Da steht hier, dass die Motorhaube Steinschlag hat und die Windschutzscheibe auf der rechten Seite auch einen Steinschlag. Ja, hier hast du kleine Einschläge hier. Motorhaube Steinschlag. Irgendwelche groben Dellen oder Kratzer sind nicht drin. Machen wir hier die Tür zu kurz. Genau sind wir hier. Die Spiegelkappen sind auch immer ganz lustig. So, die hat eine Felge hinten und die Seitenwand hat eine Delle. Genau, das ist mit aufgeführt. Dann haben wir hier hinten im Heckbereich geht's weiter. Einmal Heckscheibe links, Kratzer. Ja, genau, hier. Dann Heckscheibe rechts hast du auch Kratzer, genau. Und hier. Und Fahrradträger hat auch Kratzer. Ganz schön hoch, aber das kann man bestimmt noch nach unten verstellen, würde ich Das sagen. kannst du bestimmt, ja. Das ist natürlich sportlich, ne? Ganz wichtig, die Toilette. Nicht, dass ihr hier die Hinterlassenschaften von eurem Vorgänger. Ja, die ist leer. Sauber. Toni prüft jetzt mal noch die Markise, ob der Stoff ganz ist. Stützt wird die mal ein bisschen ab, damit die nicht so viel Last kriegt hier. Also man sieht schon, dass hier Camping-Erfahrungen noch da sind. Dezente. Dezente. Sieht das doch ganz gut aus. Keine Risse, keine Einrisse, keine Löcher. Zack. Wunderbar. Ja, haben wir eigentlich soweit. Genau, jetzt geht es zum Mietvertrag unterschreiben. Komm, steig ein, wir fahren los mit Viola und Uwe wird's famos. Die Welt entdecken, Freiheit pur, Womo reisen, unser Abenteuertour. Ab jetzt lassen wir Toni und Lia mit dem Reisemobil die nächsten 4-5 Tage allein. Unser Abenteuertour. Der ist schon vollgepackt mit Lebensmitteln. Hier müssen wir natürlich ganz schön gucken, wo wir das ganze Zeug hinpacken, weil es ist gar nicht so viel Stauraum wie gedacht. Hier unten sind natürlich dann das Besteck drin und die Teller drin. Ne? Das haben wir jetzt erstmal bloß kurz für den Transport mit Flaschen belegt. Ansonsten ist eine ganz schöne Umstellung. Trotzdem hätte ich nicht gedacht. Wohnwagen zum Wohnmobil-Kastenwagen. Ihr seht es selber hier. Haben wir nicht wirklich viel Platz. Gerade auch wenn wir jetzt mal die Badtür aufmachen würden. Die Badtür, die belegt dann natürlich den ganzen Gang, ne? Und es passt natürlich auch bloß immer einer durch den Gang hier durch. Wo man beim Wohnwagen mal schnell zu zweit nebeneinander herhuschen konnte oder einander vorbeihuschen konnte. Genauso wie im Bett. Entweder viel Schwung, um ins Bett reinzukommen, oder ein Tritt, weil das Bett relativ hoch ist. Nicht schlecht, weil man dann relativ viel Platz unten hat. Dann noch viel zu verstauen. Aber auch gewöhnungsbedürftig. Ja, unser Bett im Wohnwagen, das war so, sag mal, auf Kniehöhe. Konnte man sich schön reinplumpsen lassen. Ansonsten auch die Sachen für den Urlaub sind schon gepackt.
Gleich mal in den Kühlschrank gucken. Wir haben schon ein bisschen was eingekauft. Natürlich ziemlich vollgepackt schon. Komm, steig ein, wir fahren los mit Viola und Uwe wird's famos, die Welt entdecken. Hier müssen wir die Sitze noch rumdrehen, damit wir dann fertig zum Campen sind. Ja, ansonsten stehen wir hier auch schön ein bisschen im Grünen, auf einer gepflasterten Fläche, schön eben. Ringsum sind ein paar Einfamilienhäuser. Hinten haben wir das Bett, 3 Fenstern, Toilette und gleichzeitig Dusche, also Nasszelle quasi, mit Fenster. Schön indirekt beleuchtet und einen Spiegel. Hier, das kann man rausziehen und dann hier oben einhängen für die Dusche. Ja, ansonsten stehen wir hier auch schön ein bisschen im Grünen, auf einer gepflasterten Fläche, schön eben. Ansonsten schauen wir mal, was wir schon an Strom verbraucht haben, die Aufbaubatterie. Ah, noch 3 Viertel voll, sehr schön. Wasser haben wir erst aufgefüllt, das müsste noch voll sein, genau. Ansonsten hier daneben haben wir die Truma. Zeigt uns gerade 21 Grad haben wir Innenraumtemperatur, 42 Grad Wassertemperatur. Ansonsten können wir hier das Raumklima einstellen. Da können wir wählen zwischen Ventilation und Heizen. Wir wollen natürlich auch gerne mal heizen. Abend. Da können wir uns unsere Wunschtemperatur hier einstellen. Und hier sieht man schon an den roten Ringen jetzt, dass die Heizung quasi schon arbeitet. Dann die Heizung mal wieder aus. Dann können wir auch Warmwasser einschalten. Auch hier können wir wählen zwischen Komfort, heiß, Eco. Die Sitze hier vorne, die sind ja drehbar. Ja, einmal Beifahrer, einmal Fahrer. Dann haben wir hier noch 2 Sitzplätze. Ich sag mal, wir saßen noch schon zu viert hier drin. Aber dann ist es schon sehr kuschelig. Je nachdem, wie seine persönliche Sitzposition ist. Und die Sitze noch ein Stück zurückschieben oder ein Stück vorschieben. Damit die dann natürlich auch links und rechts an den Holmen vorbeigehen oder am Lenkrad hinten vorbeigehen. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig. Vom Fahren her lässt es sich wirklich gut fahren. Man merkt halt nie, wie schwer das Fahrzeug unterm Po ist, sag ich mal. Ne? Man kann mal zügig fahren, man kann aber auch ganz entspannt fahren. Ein Head-Up-Display zum Hochklappen, zack, hat man ein Head-Up-Display. Das Einzige, was mich ein kleines bisschen stört, ist hier oben das Staufach. Das finde ich nicht so toll. Auch vom Wohnraumgefühl. In der Mitte dann ein großes Fenster drin. Macht den Raum nochmal wesentlich größer. Wir reisen schon einmal an, hier in Most auf dem Campingplatz Matilda. Den stellen wir euch natürlich noch einmal näher vor in einem extra Video. Ruft uns laut, Freiheit auf 4 Rädern, die den Himmel blau bemalt. Wo wir reisen, jedes Ziel ein neues Licht. Sonnenaufgang im Fenster, das vergisst du einfach nicht. Hey, komm mit, wir rollen übers Land, Fernweh. Die Serpentinen runter, die Bremsen, die sind heiß geworden. Ich hab die Hand davor gehalten, es ging oben. Da kommt nicht. Gefühl bleibt unverkannt, wo wir reisen, Herz schlägt im Takt, Campingträume leben, jeder Moment voll Kraft. Wo wir reisen, weiter immer mehr, jeder kleine Stellplatz fühlt sich an wie Meer. Erstmal die Teile auswählen. Guck mal, wie hoch die Fahrräder sind. Kann ich, ja? Ich bin nicht so groß, ich muss die ein bisschen weiter rausmachen, die Stützen. So, wie waren denn die ersten Tage? Ja, viele Eindrücke. Ich habe gehört, du hattest Probleme mit den Fahrrädern. Ja, der Fahrradträger ist relativ hoch. Da kommen wir dann Können wir uns nochmal dann nochmal drauf. angucken. Kam ich in meiner Größe ein bisschen an die Grenzen. Das war zu weit. Machen wir das noch ein Stück runter. Sind wir ungefähr gleich hoch mit euren. So sieht es gerade aus.
Also wenn es regnen sollte, läuft das Wasser nach links ab. Das ist auch gut. Also von mir aus. Natürliches Gefälle eingebaut. Die Stühle müssen gleich noch ja mit raus. dabei. Der Tisch muss noch mit raus. Das ist ganz schön hoch, die Fahrräder. Also die ragen ja auch übers Dach drüber raus. Da musst du schon manchmal gucken, wo du drunter wegfährst. Das ist seit Montag, ne? Ja, ja, seit Seit Montag 5 unterwegs. Schaut her, liebe Freunde. Was? Gar nicht. Nummer 1. Also es klappt schon wie am Schnürchen. Das kennen wir doch schon alles. Wir haben dann mal einen kurzen Zwischenstopp gemacht, nachdem wir die Serpentinen runter sind. Es hat schon ganz schön doll gestunken und du hast es auch gemerkt. 2 Stühle, ne? Hast du noch einen dritten? 3. Ja. Wir haben Die 3 sind Stühle. schön, ne? Genau, auch von Road Server. Plus der hier ist privat noch mitgenommen. Kommen wieder rein. Frischwasser haben wir auch. Zum Kochen hier, weißt du? Ach, zum Kochen, ja. Zum Kochen, da will ich ja Nimmst nicht nicht aus dem Tank. Nee, da will ich nicht das aus dem Tank nehmen. Toni ist es so, er hat aufgebaut, ihr habt es gesehen, wunderbar. Wie war die erste Tour jetzt gefahren? Die ersten 3, 4, 5 Tage, die ihr unterwegs wart, wie war's? Ja, eine recht andere Umstellung im Gegensatz zum Wohnwagen. Ne? Den Rest Bequatschen wir. bequatschen wir dann. Bleibt dran, auf jeden Fall, erfahrt mehr. Wir sind hier in Most auf dem Campingplatz. Wir haben jetzt mal einen Campingplatz uns ausgesucht, damit wir schön Platz haben und damit wir auch schön hier Film machen können. Von dem Campingplatz zeigen wir euch noch was, finden wir hier oder hier. Müsst ihr mal schauen. Bis gleich. Wir haben auch noch ganz paar was mit. Ja, bremsen! Eingestellt auf Anzeit nicht mehr einstellen, weil ich brauche. Mama, ich bin fest. Hier einmal einige Eindrücke vom Campingplatz Mathilda in Most. Die Fernentsorgung ist natürlich beim Camper und beim Anhänger gleich, wie man hier sieht, und muss erledigt werden. So. Nö, das reicht fürs Schiffen. Hier siehst du einmal die Größe von dem Campingplatz und wie der Campingplatz angelegt ist. Die Verbindung hier zum Lake Most von unserem Campingplatz mit gut ausgebauten Radwegen sehr einfach zu erreichen. Der sogenannte Lake Most ist 2,5 Kilometer lang und 1,5 Kilometer breit und ist ein ehemaliger Braunkohlentagebau. Und wie du hier auch sehen kannst, ein absolutes Paradies für Fahrradfahrer, Sportler, Inlineskater. Die Radwege sind 1A hier ausgebaut und natürlich kristallklares Wasser.
Im Hintergrund siehst du auch hier die Sportmöglichkeiten und den angelegten Badestrand. Ihr seid ja angekommen jetzt auf dem Platz, wo wir sind, wo wir uns getroffen haben. Ihr wart eine Weile unterwegs. Wie habt ihr denn die Plätze ausgesucht? Ja, wir haben jetzt so eine App zum Beispiel, Park4Night. Das sagt ja sicherlich auch was. Da haben wir schon immer drauf geguckt und die Stellplätze rausgesucht. Wir konnten natürlich im Gegensatz zum Wohnwagen jetzt immer ein bisschen nach was anderem gucken. Du kannst auch mal wirklich Wohnmobilstellplätze anfahren oder auch mal im Freien stehen und brauchst mal keinen Strom, keine Fern- und Entsorgung, die du beim Wohnwagen natürlich immer gebraucht hast. Wie schätzt du das jetzt ein mit dem Aufbau im Vergleich zum Anhänger jetzt? Aufwendiger, zeitlich? Ich würde sogar sagen, ein bisschen aufwendiger zeitlich, weil im Anhänger hast du ja 4 Stützen. Somit tust du natürlich über dein Stützrad ein bisschen in Waage setzen, 4 Stützen mit der Hand runterkurbeln. Manche haben einen Akkuschrauber dafür, das hatten wir nicht. Wir haben immer nur die Kurbeln genommen, hat ja auch Zeit. Ja. Hier sind wir hergefahren, haben kurz geguckt, wie stehen wir. Seitlich war es gut. Hinten musste man ein Stück hoch, also haben wir hinten 2 Unterlegkeile jeweils unter die Heckachse drunter gemacht, links und rechts, und so ein Stück hochgefahren, sodass wir in Waage standen, und dann wurde es schon fertig. Handbremse angezogen. Wie habt ihr das jetzt gemacht, wo ihr alleine wart und wir waren nicht dabei? Ihr hattet keine Wasserwaage. Wie habt ihr es da gemacht? Haben wir uns einen ganz simplen Trick genommen. Wasserglas, dort ein bisschen Wasser Das ist rein, eine gute Idee, ja? auf den Tisch gestellt, und dann konnte man ein bisschen einschätzen. Oder übers iPhone, da hast du ja auch die Wasserwagen-App drin. Wie ging es mit dem Aufbauen? Ihr so relativ schnell? Ja, wirklich oder? schnell, ja. Also es ist kein 5 Vergleich bis 10 jetzt zum Minuten war Anhänger. das Ding durch, also haben uns auch Zeit gelassen. Platzangebot. Camper, Kastenwagen, wie es hier jetzt ist, im Vergleich zu eurem Anhänger. Ja, es ist alles ein bisschen schmaler, als ein bisschen kleiner. Dort, wo wir bei unserem Wohnwagen aneinander vorbeigehen konnten, das kann man hier nicht machen. Da muss man überlegen, wer zuerst reingeht. Ja, Weil hier kann man nicht aneinander vorbeilaufen in den Mittelgang. Also das ist schon eine recht große Umgewöhnung. Ist das jetzt eure Vorstellung von dem Camper, so wie er jetzt ist? Wir gucken nach Kastenwagen, ja, das stimmt schon, ne? Aber nicht so, wie jetzt der Aufbau von dem ist. Da gehen wir dann nochmal durch, da gucken wir nochmal, was euch so vorschwebt, dass wir mal einen Vergleich haben, was die jungen Leute jetzt interessiert von dem Camper her und so weiter. Ne? Genau. Wenn ihr jetzt auf dem Platz drauf gefahren seid mit dem Wohnmobil, früher mit dem Anhänger, ist das da auch ein Unterschied von der Platzwahl her oder fährst du einfach Ja, na bloß klar, hin? also ich sag mal, hier hast du nicht so einen großen Wenderadius wie mit einem Anhänger. Ne? Ich sag mal, mit dem Anhänger, da waren wir locker vor der Anhänger 6,40 Meter lang, plus die Deichsel noch vorne dran, Ja. plus das Auto noch dran. Ja, Na, da bist du schon bei 12 Metern unterwegs. hast du Wenderadius, Ja, ne? und da brauchst du natürlich auch einen dementsprechend großen Wendekreis, und auch beim Rückwärtsschieben in die Parklücke, ne? Da musst Ja. du dann immer einen haben, der guckt. Hier hast du ein Wohnmobil, das hat jetzt eine Rückfahrkamera zum Beispiel, da kannst du auch einfach mal schön hier, der ist 6 Meter lang, ne? Und da kannst du schön um die Kurven zirkeln. Der hat auch nicht so einen großen Überhang hinten. Beim Das stimmt. Ausholen hinten irgendjemand wegrasierst. Ein Unterschied zum Anhänger auf jeden Fall ist modernes Tetris. Das auf jeden Fall, ja. Ne? Wenn du so siehst. Und ihr wart ja einige Zeit jetzt unterwegs. Wie habt ihr geschlafen? Ja, das Bett ist ein bisschen höher, also dort muss man schon teilweise ein bisschen reinhüpfen. Ich mache mich gern breit nachts. Die Lia hat da eher den kürzeren gezogen. Aber ansonsten schläft man relativ gut. Wir haben ja komplett die ganzen Fenster nachts aufgehabt. Früh, wenn du die Rollos unten hast, hast du ja nicht ganz so eine große Zirkulation drin in dem geschlossenen Raum hier. Ja. Und da hast du es früh dann schon gemerkt. Schauen wir uns das mal an und dann gehen wir mal schnell ringsrum, weil du hier aufgebaut hast, Genau, ob es können wir machen. positive Sachen gibt, ob negative Sachen gibt. Das zeigt man euch auf jeden Fall mal. Wir gehen aber als erstes jetzt rein. Vorstellung, was jetzt der Toni für einen zukünftigen Camper hat. So. Wir gehen jetzt mal rein. Das haben wir mal aufgebaut für unseren Schlafgast. Probieren das gleich mal zu dritt. Und da kann man ja hier die Sitzgruppe umbauen zu einem Bett. Muss den Tisch runterklappen. Vordersitz sowieso. Sie haben Pilotensitze rumdrehen. Kann man mal den Größenvergleich sehen. Also ich bin jetzt 1,72 Meter groß und liege jetzt hier drin. Ja, also viel mehr dürfte es dann auch nicht sein. Also ne? das ist dann schon irgendwo die Grenze, ne? Genau, also seitlich geht es vielleicht, wenn man die Beine ein bisschen mit einzieht. Also, aber okay. viel größer. Darf man nicht sein. Und du hast jetzt den Sitz ja schon, sehe ich, ganz vorne, Genau, der der Sitz- Lehne steil gestellt, dass mehr Platz nach der hinten sitzt ist. ganz vorne am Lenkrad. Er sagt, es geht. Was ist jetzt für dich, wo du sagst, ich brauche Veränderung, was für dich anders ist? Fang hinten im Schlafzimmer an. Hier hinten ist ja quasi das Schlafzimmer, wenn man das so sieht. Und hinten in den Türen jeweils auch ein Fenster und ein Dachhegi. Ja. Na, das wäre natürlich gut, wenn das Hegi noch ein bisschen größer wäre. Hier hinten würde ich mir wünschen, einen An- und Ausschalter für das Licht, was man hat, weil ich kann hier nirgendwo jetzt das Licht, was hier an den Schränken dran ist, an- und ausschalten hier hinten. Ich muss immer hier vorgehen. Ach, du musst neben dem hier Kühlschrank vorgehen? und muss das hier ausschalten. Und Wenn dann du gehe ich hinten im Bett liegst, Genau. hast du keinen Lichtschalter? Genau, Aha. das ist immer die Sache. Dann das Bett, entweder hier eine Stufe rausklapper, gibt es ja an mehreren Mobilen, weil hier habe ich keine Stufe. Und wenn das, meine Hüfte ist hier, und wenn ich hier rein will, dann muss ich schon
einmal mit Schwung rein. Das wäre schon vorteilhaft. Eine zweite Steckdose wäre da nicht schlecht. Wir haben bloß eine einzige. Wir haben hier 2 Tablets rumliegen, dann haben wir noch 2 Telefone. Dann Die kommen müssen noch alles die AirPods geladen dazu. werden, ja. Das muss ja irgendwo alles mal geladen werden. Jetzt Gar wäre nichts. 30 Volt Steckdose, aber es geht natürlich auch bloß, wenn man am Landstrom hat. Wenn man Landstrom hat. Der Kühlschrank, das ist gut, muss ich sagen. Ich habe auch eine Kompressor-Kühlbox, die finde ich total klasse. Das ist nämlich ein Kompressor-Kühlschrank. Der kühlt selbst bei den heißesten Temperaturen auf seine Temperatur runter. Über einen Kompressor laufen und läuft wesentlich effizienter. Den Kühlschrank würde ich mir gerne hier vorne an der Küchenzeile hier unten wünschen. Hier gibt es den in manchen Modellen auch drin. Kannst du den einmal von außen die Seite aufmachen und von innen seitlich in die Richtung aufmachen. Da kannst du von draußen, brauchst du nicht immer rein, machst du immer alles dreckig. Das ist wieder herstellerbedingt. Genau. Das ist Und wieder- hast dann hier, die Arbeitsplatte geht dann bis hier hinter und da ist das quasi als komplett freien Raum, was nochmal ein ganz anderes Raumfeeling gibt. In Sachen Platz halt, ne? Schieber, die unter der Küche sind, da musst du halt auch zur Seite treten, ne? Wenn du jetzt hier davor stehen würdest, würdest du den Schieber bloß zur Hälfte vielleicht aufkriegen. Das, was hier alles drin war, das war ja alles dabei. Ne? Ja genau, das war alles dabei jetzt hier. Also das ist schon dann hier minimal. Ne? Ja, also wie gesagt, wenn es frisch off ist hier, hast du hier 8 cm und mehr nicht. Die Toilette allgemein noch drin, ne? Wir sehen es gerade hier, es geht gut machen. Ja, genau. Ne, also das ist schon sehr eng bemessen. Es ist nicht mal ein Blatt Papier dazwischen. Toilette Ja. sind wir halt auch ein bisschen anders gewöhnt. Wir haben ja den Hobby 460 gehabt. Dort hast du die Toilette vorne rechts quasi, mit Fahrtrichtung vorne rechts, neben dem französischen Bett. Es ist eine größere Duschwanne unten drin. Ja, Und das ganze Waschbecken hast du quasi alles außen gehabt. Hast du nicht in der Nasszelle mit drin gehabt, sondern außen. Hast aber separat eine Duschvorrichtung für die Nasszelle gehabt. Natürlich Nicht alles ein möglich, bisschen kleiner. Ne? Wenn ich mich mal hier hinsetze, wenn du da ein bisschen breiter bist, war das schon eng. Ja, es ist halt alles ein kleines bisschen kleiner. Du wirst nicht viel größere Bäder finden, denke ich mal. Ich habe jetzt auch schon welche gefunden, die haben Klappbäder. Oder viele haben auch so ein Klappwaschbecken, das gefällt mir aber nie ganz so sehr. Ja. Das nächste hast du hier oben gleich über dir. Nee. das gefällt mir auch nicht, Weil du siehst- ich mir dort schon im Kopf eingerammt Genau. habe. Ne? Ja. Und immer wenn du hier, ich nutze ja die Türen hier vorne gar nicht, Ja. sondern steige über hier über die Schiebetür ein und dann muss ich immer den Kopf runter ducken hier. Ich bin nicht sehr groß, ne? Wie gesagt 1,72, aber ich muss immer den Kopf runter machen. Du musst immer den Kopf runter. Genau, ja. und da gibt es Modelle, die haben hier oben das riesen Staufach nicht, sondern bloß an der Seite. Riesen viel Platz und ein riesengroßes Skyroof drin. Stell dich mal davor, guck mal, was du No, da da hast du ja wirklich noch, das sind Genau. 30 cm. Na, wenn du hier auf der Stehst du Stufe noch oben? stehst, durch die Stufe hier unten noch, die du hier hast, dass ich eher so oben so ein schönes Skyroof habe, da hast du nämlich Ja. nochmal ein schönes Panoramadachfenster hier und hast noch viel mehr Licht hier drin Ja. und ein viel offeneres Raumkonzept als das hier. Ja. Das Modell, was wir jetzt hier haben, das ist ja ein Weinsberg. Genau, das ist ein Weinsberg. Aber was vom Modell weißt du jetzt nicht, ne? Das steht nicht dran, das haben wir die abgemacht. Steht nicht dran, steht bloß Road Server Edition drauf. Ach, siehst du, und was mir jetzt gerade einfällt, du hast ja die Schiebetür. So, wenn wir die schließen, die musst du immer mit richtig viel Schwung schließen. Wir hatten es jetzt ein paar Mal schon und während der Fahrt ging er über piep, piep, piep vorne im Display an, Türe offen. Also die Tür ist wirklich nicht richtig zu. Du musst Die ist- ach, die ist nicht richtig zu, richtig ne? zuschmeißen. Die Soft-Close-Funktion Ja. Menschen hier, da kannst du nämlich ganz leicht die Tür bloß ranlehnen und der zieht die sich elektrisch selber ran. Ja, Einige, das muss ja auch nachts nicht sein, ne? Ne? Das muss ja nachts nie sein. Genau. Ja. Wir gehen jetzt Richtig. mal außen rum. Wir sehen es ja hier vorne dran. Kannst du mal drauf zeigen, Toni, Weinsberg. Hier, Ne? sieht man das genau? Ne? Weinsberg. Auf Fiat-Basis. Die Front. Ja, gefällt mir tatsächlich auch nicht. Da finde ich die alte Front mit dem schönen Kühlergrill, den du da noch Ja, hast, ja. das Fiat-Symbol drin, Ist finde ich schöner, ne? optisch schöner. Ja. Genau. Lüftungsschlitze. Ja, ja. Du hast ja jetzt die Woche Erfahrung gemacht mit dem Kastenwagen, mit Genau. dem Camper. Was ist hier der Unterschied? Na, hier zum Beispiel hast du hier einen Kontaktschalter. Der ist für die Heizung zuständig. Also wenn das Fenster offen ist, kriege ich keine Heizung angeschalten. Das ist bei mir auch so. Okay, na, das wusste ich zum Beispiel vorher nicht. Das hatte ich vorher nicht. Und der Clou ist, bei uns ist das so gemacht, wir haben den Ausströmer hinten unterm Schlafzimmerfenster auf der linken Seite. So, wenn wir dort aufmachen, geht natürlich das auch aus. Das müsst ihr erst mal wissen. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ne? Also wenn euer Warmwasser nicht geht, eure Heizung nicht geht, schaut ganz einfach mal nach. Irgendein Fenster ist auf in eurem Camper. Der schaltet automatisch mit diesem Schalter hier Heizung aus und demzufolge auch die Warmwasserproduktion. Du hast dann zwar eine Meldung draufstehen, aber Weißt du, dann musst du woher erstmal zurück- rings rumlaufen. Wo ist denn hier der Schornstein überhaupt? So Wo richtig? ist- genau. Da der Ja. sich aber unter der Sitzgruppe hinten befindet, die ganze Ja. Truma-Anlage. Ja. Beim Wohnwagen ging der Schornstein nach oben aufs Ging Dach. nach oben auf Dach. Ja. Genau. Ja. Hier geht er ja zur Seite raus hier. Diesel normal und einmal AdBlue-System. So, Toilette Genau, Toilette ist ist eigentlich bekannt. eigentlich dasselbe, bloß dass die Kassettentoilette hier ein kleines bisschen kleiner ist. Gerade wenn du jetzt zu dritt bist, nur, dann möchtest du dann schon jeden zweiten Tag mal Ja, ja. ausleeren gehen.
hatte ich ja im Wohnwagen auch, ein Fenster im Bad hast, so dass wenn der Wasserdampf nach dem Duschen ein bisschen abcheckt. Gehen wir einfach mal nach hinten weiter. Genau, hier waren die Fahrräder drauf und du erklärst uns jetzt mal das Thema mit den Fahrrädern. Also, ihr seht ja, der Fahrradträger ist ausgeklappt und der ist bei mir auf Kopfhöhe. Auf Kopfhöhe lässt sich natürlich so ein Fahrrad überhaupt gar nicht oder nur maximal bescheiden hier oben drauf montieren. Normalerweise kann man ja den Fahrradträger verstellen. Dafür gibt es ja hier Bohrungen, dass der Fahrradträger noch ein Stück weiter runterkommt. Ja. Dann hat man natürlich auch leichter mit Aufladen. So, da waren wir bei Roadserver gewesen. Ihr konntet das auch nicht hier versetzen, Genau, ne? wir konnten es nicht selber versetzen. Aha. Wir haben es versucht. Ja, siehst du, genau. Die haben gesagt, das ist werkseitig so eingebaut. Können wir jetzt erstmal nicht machen, außer euch ein Hilfsmittel mitgeben. Und da haben wir als Hilfsmittel Eine Fußbank. eine Fußbank bekommen. Eine Fußbank. Aber stell mal jetzt spaßeshalber die Fußbank davor. Wir machen mal die Tür und Schuhe. Wir haben es ja. Wir blenden es ja Vorsicht, euch mit ein. Also man muss natürlich auch aufpassen hier mit dem Kopf. Jetzt stehe ich auf der Fußbank. Es ist schon ein bisschen angenehmer trotzdem Ja. zum Beladen, aber ich musste mich auch schon auf die Füße stellen, um dann die Befestigung auf die Fahrräder richtig anzubringen. Ne? ja. Gehst Also noch auf einen ist Fuß zu hoch. hoch, Also ja. stehst du hier da, das Fahrrad hier so halb gekippt mit einer Hand, versuchst das hier ranzudrücken und Hä? ich finde es definitiv zu hoch. Das Ja. muss tiefer sein, gerade für meine Größe. Die Fahrräder gucken über die Fahrzeughöhe drüber Genau. hinaus. Meistens haben sie dann vorne drinnen die Fahrzeughöhe stehen. Und dann fährst du Die unter- das unter gemietet Führung haben, durch. vorne unter Führung durch, Fahrzeughöhe beachtet, aber die Fahrräder gucken raus, platsch, liegen sie auf der Straße. Dann hast du das Problem. Genau. Also ihr habt es jetzt gesehen im Video, das Abladen Fahrrädern. Und das haben wir ja schon zu zweit gemacht. Genau, und hier haben wir unseren Frischwassertank, 100 Liter. Befindet sich hier im Radkasten quasi drin, hier hinter dem Blech. Der ist hier Der ist dahinter direkt versteckt. hier dahinter versteckt. Aha. Genau. War da mit Schlauch dabei? Schlauch war leider auch keiner dabei. Hast du ihn von dir genommen? Genau. Gut. Da ist so ein Wasserkanister, So ein Wasserkanister. 20 war Liter dabei. Wasserkanister Ja. war dabei, wo Ja. du dann Wasser holen kannst. Genau. 20 Liter war das. Ach, 20 Liter. Aber 100 Liter Tank, ne? Also läufst du 5-mal. Das Endresümee, liebe Freunde, kommen wir gleich nochmal dazu. Wenn die Sonne ein bisschen tiefer steht, setzen wir uns nochmal hin. Dann machen wir nochmal ein Endresümee. Lia und Toni. Die Lia hier ist unterwegs. Alles klar, bis dahin gleich. Homo reisen und die Straße ruft uns laut. Freiheit auf 4 Rädern, die den Himmel blau bemalt. Homo reisen, jedes Ziel ein neues Licht. Jetzt mal ausgelernt. Nochmal schön geleert. Ja. Es ist richtig sau warm. Wir hatten super Tage zusammen. Ihr hattet ja auch schönes Wetter. Ja. Kein Regen. Nee. Ja doch, einmal nachts hat man Regen. aber- Einmal nachts hat er Regen gehabt. Die 6, 7 Tage sind jetzt um bei euch. Kurzes Resümee für dich jetzt, Fazit. Ja, Fazit. Spaß gemacht hat's. Aber wir haben festgestellt, es ist vielleicht doch ein kleines bisschen zu eng, zumindest der Aufbau, wie er jetzt hier ist. Ja, wir haben jetzt festgestellt, was wir alles zusätzlich benötigen, was wir gerne anders hätten. Genau, und jetzt schauen wir mal, Wir schauen mal. ob wir da was finden, was passend. Wir treten jetzt die Rückreise an. Schön gemütlich. Und wir melden uns auf jeden Fall, wenn wir jetzt neue Informationen haben mit Roadserver. Da melden wir uns auf jeden Fall mal bei euch oder mit dem neuen Wohnmobil. Oder mit dem anderen Wohnmobil. Genau, mal ein bisschen rumprobieren. Wir können mal ein bisschen rumprobieren. Ne? Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer auf einen Daumen nach oben. Wenn ihr keinen weiteren Videos verpassen möchtet, dann ein Abo, kostenloses Abo. Wir sehen uns bis dahin. Tschüss.